Du tauschst deine Mietwagenflotte aus und du bist ja jetzt auch Morelo-Vertragshändler seit einem Jahr, hast schon ganz lange Service auch für diese Fahrzeugklasse gemacht, Ja. schon sehr lange. Und jetzt hat irgendwann seid ihr übereins gekommen und du bist jetzt auch Vertragshändler von Morelo. Das ist einer der ersten, den du direkt ab Werk bekommen hast, oder? Das ist ein Mietwagen von uns, genau. Das wollten wir auch von Anfang an schauen, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, dann bei uns die Fahrzeuge zu testen. Und dieser Wagen, das ist ein Home und der lief bei uns in der Vermietflotte ein Jahr. Ja, das heißt, die Leute sind darauf rumgeritten, haben da drin geraucht, irgendwelche Schäferhunde benutzt. Nee, ihr guckt euch die Leute ganz genau an. Der kommt nach jedem Mal, wird er gecheckt. Ich glaube, der hat jetzt einen Erhaltungszustand, wie man sich das wünschen würde von manchen Fahrzeugen. Denn wenn die ab Werk kommen, ist immer eine Kleinigkeit dran. Ich kann das selber sagen, ich hatte schon 3 Morelos. Was weiß ich, das eine klappert, das andere muss mal gemacht werden und so. Hier ist alles gemacht. Ja, wird ja praktisch nach jeder Ausfahrt wird dann nochmal durchgecheckt und die Mieter, wenn denen was auffällt, dann sagen die uns das auch. Und zu deinem ersten Argument, ja, wenn man am Tag 300 € für so ein Fahrzeug dann investiert und dann sind das in der Regel ganz ordentliche Leute. Nicht nur das, sondern da ist auch eine ordentliche Selbstbeteiligung dran. Die kann man zwar rückversichern, aber du siehst, wie er hier steht. Wir werden gleich das Ding auf Herz und Nieren gucken. Dem fehlt nichts. Nö, dem fehlt nichts dem Wagen, nee. So, stell ich mal daneben, denn das Gemeine ist, das ist ja jetzt der kleinste, die Nase, wenn du mal ein Stück zurückgehst, dass ich dich mal daneben habe, nur ein Stück zurück, noch ein Stückchen zurück. Genau, das Logo ist jetzt sichtbar, das könnte das Startbild werden. Und jetzt sieht man eigentlich, wir haben einen Mini-Liner. Aber wenn du den Solo siehst, dann wird jeder Nachbar sagen, mein Gott, was ist denn das für ein Schiff? Dann stellst du den natürlich neben den Actros, dann hast du das Gefühl, du könntest ihn reinparken. Ja. Aber für viele ist das der Beginn in die Liner-Klasse. Ja, genau. Das ist jetzt ein 5,8 Tonner von seiner Tonnage her. Und man merkt erst, wenn ein riesengroßer Liner daneben steht, dass er doch eigentlich ein ganz handliches Fahrzeug ist. Es gibt ja auch genügend integrierte Fahrzeuge von anderen Herstellern, die sind deutlich länger. Und wir sind ja hier nur bei 8,20 Meter in der Länge. Ne? Überleg mal, 8,20 Meter, das sind die meisten Wohnwagen bei dir. Wie hier der Knaus nebenan mit der Deichsel, ist der länger. Deutlich länger, ja, genau. Deutlich länger. Also das ist wirklich sehr handlich. Das Starke ist aber auch das Verhältnis von Gewicht zur Motorleistung. Das heißt, das Fahrzeug ist knapp 2 Tonnen leichter als die normalen Fahrzeuge von Morelo. Wenn wir gleich reingehen, werden wir fast gar keinen Unterschied merken. Ist das ein unglaublich spritziges Fahrzeug in Verbindung mit der Automatik? Ja, genau. Er hat ja immer noch die gleiche PS-Zahl wie die anderen auch, mit 205 bzw. 210 PS. Die identische Maschine sogar. Und er erfüllt von dem, was er hat, fast alle Attribute wie die Großen auch. In der Regel ist die Ausstattung so gewählt bei den Fahrzeugen, ist zwar Option, aber der Wagen hat es ja bereits. Ob es die Autarkie ist mit Wechselrichter, ob es die Festtanktoilette ist, Batteriekapazitäten, alles wie ein großer. Sogar der Gastank, den kann man nachrüsten. Genau, sogar das geht, ja. Mhm. Also wenn man das haben möchte. Das Einzige, der große Unterschied ist eigentlich die Höhe der Doppelbodenkonstruktion. Das ist eigentlich so, weil der ist ein bisschen tiefer, ein bisschen handlicher und der Doppelboden ist nicht ganz so hoch. Genau, es ist trotzdem alles untergebracht, aber es ist 10 cm niedriger als zum Beispiel beim Pelles im Doppelboden. Der wird am selben Wand gebaut wie der Pelles. Ja, genau, ja, ist richtig. Das ist interessant. Leute schreiben immer rein, Sven, du weißt das ja schon alles. Aber da geht es ja gar nicht drum. Wir wollen ja jetzt nicht den schlauen Hannes spielen, sondern den Leuten diese Fahrzeuge eigentlich mal zeigen, als hätten sie noch nie ein Wohnmobil gesehen. Und hier sieht man sehr schön, da ist eine Tecma-Festtanktoilette drin aus der Schiffsbautechnik. So viel kann ich schon sagen. Es ist eine alte 3020 drin, eine Warmwasser-Fußbodenheizung. Zeig mal bitte, dass wir die mal sehen. Und die Besonderheit hier ist eigentlich, du hast eine Gaszentralheizung wie zu Hause mit dem Unterschied, oder es ist eigentlich wie zu Hause, ob du jetzt eine ganz große Buderus hast, da wird nämlich das warme Wasser auch mit der gleichen Heizung betrieben. Das ist Wärme wie zu Hause, die kommt von der Seite, vom Boden, ohne Gebläse. Genau, das funktioniert mit Heizkörpern, mit Konvektoren, es ist eine Strahlwärme. Wer das mal erlebt hat, der wird das nie mehr missen wollen. Das ist wirklich Wärme wie zu Hause. Ist ein bisschen träger als eine Luftheizung, aber dauert, was weiß ich, bis es richtig mollig warm ist. Also wenn das Ding 3-4 Grad kalt ist und du drehst es hoch, dann dauert es mal 2-3 Stunden. Es wird sehr schnell warm, aber bis alle Möbel dann aufgeheizt sind, das dauert ein kleines bisschen länger. Aber wenn es mal warm ist.
Ja, und du hast natürlich auch die Möglichkeit, während der Fahrt über den Wärmetauscher eben auch die Motorwärme dann auch durch die Konvektoren mit durchlaufen zu lassen. So, und das ist, du auch den Effekt mitnutzen kannst. ja, das ist auch die große Besonderheit. Das haben kaum Fahrzeuge der kleineren Klassen. Das ist nämlich eine Festtanktoilette in Verbindung mit einem riesen Grauwassertank und einem riesen Frischwassertank. Also auch hier gilt Bio. Du hast ohne Chemie eine Festtanktoilette. Du kannst sie entsorgen, ohne dass du Angst haben musst, in die ganz normale Entsorgung. Ja, genau. So. Komm, wir schauen uns das mal an. Der Kofferraum, auch der ist so üppig, denn das ist auch das, was viele nicht wissen. Wir haben ein heckgetriebenes Fahrzeug. Das ist der Unterschied gegenüber vielen anderen, die frontgetrieben sind. Das heißt, hier entlastet sogar die Ladung, die hinten drin ist, die Vorderachse. Du sagst es, ja. Das ist ein Riesenvorteil in dem Moment. Und in der Regel sind die Fahrzeuge auch mit Allwetterreifen ausgestattet und die Traktion ist dadurch eine deutlich bessere auf dem nassen Campingplatz. Warte, stell dich mal daneben, dass man die Größe sieht. Das ist eine ausgewachsene große Garage. Hier kannst du 3 E-Bikes, glaube ich, locker reinbringen. 2 auf jeden Fall, problemlos. Es gibt auch so Schlitten, die kann man einbauen für die Bikes. Hier hast du eine Anhängerkupplung mit drin. Viele ziehen auch gerne mal ein Auto hinterher. Aber bei dieser Kompaktklasse weiß ich gar nicht, braucht man das? Also du kommst ja mit dem sogar in die Städte rein. Ja. Könntest du natürlich machen, ne? Dafür ist ja eine Anhängerkupplung da. Oder du transportierst innen drin einen Roller und außen die Fahrräder. Das wäre natürlich auch möglich. Hast du hier auch Zuglast? Also kann man hier auch was ziehen mit, zum Beispiel ein Pferd? Ja, ein Pferd würde tatsächlich funktionieren. Das ist eben bei dem heckangetriebenen Iveco's. Die haben alle eine Zuglast um die 3 Tonnen und da kann man schon richtig was wegziehen. Ja? So, und guck mal hier, das Heck, auch das sieht aus wie beim großen Liner. Was interessant ist, sind die Proportionen. Das heißt, dadurch, dass der nicht ganz so breit ist und auch nicht ganz so hoch, wirkt er von hinten wie ein großer Liner, weil die Proportionen die gleichen sind. Passt einfach von der Proportion her. Das ist recht. Also wir können das ja mal zeigen. Das ist jetzt das nächstgrößere Modell, jetzt schon etwas älter. Ja. Da siehst du, dahinter steht dann noch ein größeres Modell. Aber wenn du keinen daneben stehen hast, dann denkst du, wenn du auch noch das Home vorne abmachst, dann weiß keiner mehr, ob es ein Loft ist oder ein Home. Ja, nur noch, ich glaube, an der Tür sieht man es, wenn man sich genau auskennt. Eine andere Tür ist. Ja, hier ist die Elektrik drin, Stefan. Ja. Können wir gerade mal zeigen. Ich habe schon gesehen, das helle Holz hast du hier gewählt. Das ist, glaube ich, ganz beliebt. Elektrik haben wir hier auf der Seite. Das ist auch die gleiche Elektrik wie in allen anderen. Das heißt, wir haben hier ein Büttner Kombigerät mit eingebaut. Der macht dann auch direkt 230 Volt. Es gab, da musst du mich mal korrigieren, Stefan, es gab früher mal zu den Anfangszeiten von Morelo, gab es mal Fahrzeuge ohne Wechselrichter. Ja. Und es gab auch mal die Kassettentoilette gab es mal. Die gibt es immer noch? Also der Wagen hier wäre im Standard mit einer Kassettentoilette. Und man entscheidet bei der Neubestellung, ob man einen Festtank möchte oder eine Kassettentoilette. Der hat jetzt einen Festtank hier? Ja, genau. Okay. Also 250 Kilo ist die Hecklast. Und hier siehst du sehr schön, oh wow, der hat Lithium mit eingebaut. Nämlich, was ist das hier, eine 340er? Ja, müsste sein. Müsste eine 340er drin. Ja, eine 340er. Dann die 3 Kilowatt Inverter Kombi Charger Kombination von Büttner, die man übrigens locker bis zu 4,7 Kilowatt auch mal kurzzeitig überbelasten kann. Das macht die mit, haben wir schon getestet. Ja, okay. Ich habe es noch nicht getestet. Ich habe es getestet. Also wir haben ich glaube, eine Minute mit 4,5 Kilowatt. Also das macht dem gar nichts. Die Aufbautür selber ist ordentlich mit Fenster. Sie ist breit. Was haben wir für eine Breite? 60? 60. Also ungefähr 60er Breite. Und auch ordentliche Scharniere, Gasdruckfeder, all das ist mit dabei. Und der Aufbau hier, das ist übrigens das Doppelbodenkonzept. Also das ist ein kompletter Zwischenboden hier drin. Und in dem Boden liegen alle Tanks. Das heißt, man muss sich keine Gedanken darum machen, dass irgendwelche Tanks einfrieren. Das gibt es nicht hier. Solange die Heizung an ist? Ja, solange die Heizung an ist. So, ich komme mal rein und bewege mich jetzt erstmal Richtung Bad. Du setzt dich mal bitte auf einen von den beiden Sesseln. Und das ist eigentlich, ja, der hat ein Hubpad mit drin. Spätestens jetzt, wenn du hier drin bist, dann merkst du schon gar nicht mehr, dass du im Home bist, sondern du merkst es, wenn du dich auskennst und den direkten Vergleich hast. Wenn du jetzt aus einem 2,50 Meter kommst und gehst hier rein, dann merkst du es natürlich. Da müsste ich genau daneben stehen und von links nach rechts, dann würde ich es merken. Ja. So, das Lichtkonzept ist das gleiche, der Motor ist das gleiche, das Automatikgetriebe ist dasselbe. Also ich habe
alle Foren, also Heckantrieb, Zwillingsbereifung, all das ist gleich. Ja, genau. So, Zuladung, was habe ich hier bei dem? 800? Je nach Ausstattung, der Wagen hier hat jetzt etwa 600 Kilo Zuladung. Der hat viel Ausstattung, ja. Der hat viel. Der hat schon Hydraulikstützen dran. Es gibt fast nichts, was er nicht hat. Ne? Also Hydraulikstützen, das heißt, er stellt sich automatisch gerade. Genau. Mhm. Dann hat er, warte, ich guck mal, das abnehmbare Lenkrad hat er drin, das ist extra. Er hat eine Heckluftfederung. Heck, genau, das ist bei dem Chassis nur auf dem Heck möglich und die hat er, ja. So, und ich gucke mal gerade, ein beledertes Armaturenbrett, das ist aber auch Serie. Dann hast du hier unten, ist das hier gekühlt eigentlich, das Fach? Hier das? Ja, wenn die Klimaanlage an ist, kommt ein Kühleffekt mit rein, ja. Dann hat er eine richtige Jalousie, auch das ist ja Standard. Zeig mal bitte. Die kannst du einfach draufdrücken und dann kommt ein Privacy-Rolle runter. Das geht in 2 Richtungen. Das ist ganz interessant. Wenn es nämlich ganz unten ist, komm, wir nehmen uns mal die Zeit und zeigen mal vorab gerade mal die Luftdüsen. Du kannst weiter runterfahren, denn diese komplette Jalousie ist beheizt. Genau, weil eben das Ganze wie in einem Luftvorhang eben dann hängt. Ne? Das heißt, das ist ja diese große Wärmebrücke, die wir hier haben, ist die Scheibe. Und damit die eben nicht anläuft, du morgens aufwachst und hast alles voller Wasser, kannst du sogar noch die Luftdüsen aufmachen. Und jetzt kommt die Besonderheit, was passiert? Ich habe jetzt bin ich auf dem Knopf geblieben und jetzt kann ich die Privacy-Funktion nutzen, sodass ich trotzdem Tageslicht hier reinkommen lasse. Und wenn ich mich umziehe, sieht man das von außen nicht, weil ich stehe ja deutlich tiefer unter dem Fahrzeug. Ich zeig das mal. Du sitzt ja jetzt hier drin. Das heißt, die Leute können von... Genau. Also kannst mal sehen. Oder es wird eigentlich noch besser. Stefan. Es bringt ja nichts. Ich muss von außen gucken und du bist jetzt mal die nackte Person drin. Und da kann man es sehr schön sehen. Also man kann hier nicht reingucken, aber der Stefan kann rausgucken. Also jetzt müsste ich schon auf der Höhe hier reingucken, damit ich überhaupt irgendwas sehe. Und das macht man ja nicht. Sehr schön. Sag mal, Stefan, ist hier die Mehrwertsteuer ausweisbar bei dem? Ja. Also Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Habe ich noch Garantie ein bisschen? Ja. Wie lange? Bis Ende des Jahres Werksgarantie und dann noch 3 Monate noch Gewährleistung. Ne? So, bis Ende des Jahres Werksgarantie und dann noch 3 Monate Gewährleistung. Wenn ich den als Endkunde kaufe, habe ich ja mindestens 1 Jahr. Ist das korrekt? Genau, deswegen also Werksgarantie. Ach so, bis Ende diesen Jahres noch. Das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Ja, genau. Okay, verstehe. So, da ist dieses Garmin mit drin. Die Besonderheit ist, man kann es abnehmen und kann die komplette Routenplanung mit diesem Garmin-Modul sogar machen, wenn man sitzt. Ist jetzt nicht aufgeladen, aber da ist auch ein Radio mit drin. Und eben das, was man heute so nutzt, eben, dass man über CarPlay das Ganze eben auch verbindet mit dem Telefon. So ein Standard heute. So, die City-Funktion ist ganz praktisch, fährt sich wie ein großer SUV. Das macht die Lenkung sehr leicht. Das ist richtig, ja. Das nutze ich selber sehr, sehr selten, aber die Funktion ist einfach da. Ja. So, dann hast du Eco und Power. Das ist interessant. Man kann natürlich hier ein Chip-Tuning machen, aber bei der 5,5 Tonnen Version braucht man es nicht, weil der hat so viel Power, weil der einfach 2 Tonnen weniger wiegt. Das ist so, ja. Der hat ja deutlich weniger zu bewegen und trotzdem die gleiche Leistung. So, steh mal auf, komm mal raus. Und ich setze mich jetzt mal auf den Beifahrersitz und du setzt dich mal bitte in die Sitzgruppe rein. Dann kann ich euch nämlich mal zeigen, wenn ich hier sitze, wie schön das ist. Und hier kann ich die Beine drauflegen. Ich kann das mal hier so demonstrieren. Also die gucken jetzt vorne raus, kann hier so richtig schön lümmeln. Du könntest jetzt hier sitzen, hier könnte einer sitzen. Hier kann man sitzen. Geh mal bitte auf den Sitz und streck mal die Beine so angedeutet. Also das sind so diese beiden... Das Bequemste dann, ne? Wenn man dann auf den Sitzen und dann die Beine noch lang macht. Dann so, jetzt kommt eine Besonderheit. Jetzt kannst du den Sitz ja nicht gut drehen. Und deswegen kann man dieses Lenkrad abnehmen. Und dann hast du mehr Sitzfreiheit. Genau, die Frage kommt immer wieder, wenn man liest, warum abnehmbares Lenkrad. Ja, genau aus dem Grund. Also es hat 2 Gründe. Zum einen dem und der Nebeneffekt ist, wenn das Lenkrad ab ist, und dann ist natürlich auch ein Diebstahlschutz. Ja, man sollte es bloß danach wieder finden. Ja, ich kenne diesen Grundriss. Ich habe nämlich genau den gleichen Grundriss gerade in einem Concorde. Das ist ein sehr gefälliger, toller Grundriss mit einer einzelnen Dusche, einem einzelnen Badezimmer mit drin. Dafür zahlst du bei anderen Reisemobilen von Morelo Aufpreis. Nennt sich, glaube ich, Komfortbad. Ja. Das Komfortbad ist hier Serie. Ja, genau. Der Grundriss,
Der ist genau so, dass es ein Komfortbad in Serie ist, ja. Ja, also man kann ja allem auch was Positives zugeben, oder? Man muss die Tür ja auch, also zum einen habe ich die Tür zum Kochen, dass ich das abschließen kann. Ja. Ich kann die Tür in die Richtung öffnen, ich kann die Tür aber auch genauso in die Richtung öffnen. Ich mache sie dir mal ganz auf und dann kannst du mit durchkommen. Ja, ich komme mal durch. Und jetzt sieht man auf der rechten Seite, hast ein Badezimmer. Genau. Und hier ist ein separat abgeschlossenen Toilettenraum. So, und das ist diese Festtanktoilette, eine Keramiktoilette wie zu Hause. Ja, genau. So, und das ist für viele Leute, ist das Thema Chemietoilette einfach eklig. Die sagen, ach, das ist vielleicht ein Grund, nicht campen zu gehen. Hier sammelst du die Fäkalien in einem Riesentank, musst alle paar Wochen mal das Ganze entleeren, hast riesige Spiegelflächen. Guck mal, ja. Das ist schon gut. Also Morelo steht ja, die stehen ja dafür. Das heißt ja auch willkommen daheim. Willkommen daheim. Und da geht auch, ist weniger Bling-Bling, sondern mehr so, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so eher so... Funktionell eben. Ja. Also eher wie so ein schönes Hotel, oder? Zeitlos und funktionell. Ist wie wenn du ein gutes Hotel, das wird ja auch nicht alle 2 Jahre renoviert, sondern da hast du Materialien, die sind gut und die Optik, die muss ja auch noch passen in ein paar Jahren. Du bist eine Königin heute? Kleine Königin? Im Queensbett? Mit dir nicht. Nee, mit mir nicht. Schade. Ja, nee, wir sind ja beide verheiratet, keine Chance. Aber hier haben wir den Riesenvorteil, wenn wir beide mal auf Reisen gehen würden, das ginge mit dem Auto, weil einer könnte vorne schlafen, einer hinten. Ja. Und so können sogar Personen mitreisen, die sich zu einer Reisegemeinschaft getroffen haben. Und hier siehst man sehr schön, Stefan, du musst dich nicht irgendwie krumm machen, um auf das Bett draufzukommen, sondern du hast einen tollen Stufenaufgang von der Seite. Hast einen eigenen Kleiderschrank dort hinten. Genau, jeder hat seinen eigenen Kleiderschrank links und rechts. Boah, der ist groß. Und hier kannst du, glaube ich, bei Morelo die Kopfteile aufstellen, gell? Ja, hier geht es. Da ist nämlich, also die Matratzenqualität, ihr seht auch schon die Dicke. Also Morelo, genau, man kann die aufstellen. Jetzt ist es ein bisschen schräg. Und jetzt nehme ich mal mein Kissen und kann schon mal was lesen. Die Leselampen sind dabei. Oder Fernsehschauen, ne? Oder Fernsehschauen. Hier ist ein kleiner Fernseher drin. Ja, was heißt klein? Ja, früher wäre man froh gewesen mit so einem großen Fernseher. Was ist das hier? Heute ist es 27er? Zoll ist heute schon, 27er. Ne? Nee, das ist ja fürs Schlafzimmer ist der super. Super, ne? So, dann hast du den Heki drin, ein Hebekippfenster, dann die Gardinchen, die kann man auf Wunsch auch weglassen. Ja, ich würde sie weglassen, für mich persönlich, ja. Es gibt schon einige, die kann man einfach rausnehmen. Also die sind aber da, machen das Ganze ein bisschen wohnlicher. Ich hatte sie mal rausgenommen, da habe ich gemerkt, irgendwas fehlt. Also es war dann ein bisschen roh. Dann hast du hier eine Garderobe. Das ist auch ganz praktisch. Und nochmal eine Schiebetüre, die habe ich auch noch. Achso, du kannst dich auch im Schlafbereich dann vereinzeln. Okay, verstanden. Dusche, geh mal bitte in die Dusche. Ja. Die haben ein extrem komplexes System mit einer hydraulischen Sperre für die Tür entwickelt. Da ist eine... Zeig mal. Das ist Hightech, ein Vorreiber, aber funktioniert, ja. Ein Vorreiber. Es ist manchmal sinnvoll, einfach zu sein, oder? Das heißt, man muss nicht immer alles elektrisch schließbar, sondern es soll ja lange halten. Die Tür ist echtes Glas? Das ist ein Echtglas, ja. Also ein Echtglas. Und jetzt kommt das Highlight schlechthin, auf das du schon lange gewartet hast. Das ist was? Nee, falsch. Wahrscheinlich ein Schuhschrank unterm Bett. Genau. Zeig mal. Das ist nämlich eine Besonderheit. Ihr habt riesige Schränke für eure Unterwäsche. Also gerade das Negligé, was ich nachts immer anziehe, damit meine Frau, das hätte dann Platz drin. Auch die Gummimaske, nee. Genau, grüß mal deine Frau, ne? So, jetzt zeige ich mal gerade hier vorne. Ja, jetzt machen wir mal eins. Ich gehe mal hier durch. Du machst die Tür mal bitte zur Toilette zu. Und das ist eben die Besonderheit. Du kannst die Tür nämlich zumachen in der Toilette. Jeder kann seinen groß machen. Typ 2 kann er schöne Ruhe machen. Muss nicht den ganzen Raum verpesten, sondern es langt, wenn er die kleine Toilette verpestet und kann dann sogar das Fenster oben aufmachen. Ja, das gehört auch dazu, ne? Was, echt? Bei dir? Es heißt auch müssen und nicht wollen. Gut, mach mal auf. Ja, aber das ist ja wichtig. Der Sanitärbereich ist vielen Leuten wichtig. Die wollen ja ihre Ruhe haben. Vielleicht die Beziehung noch ganz neu. Da ist es ja so, dass man den Pups ja auch unter der Bettdecke lässt, oder? Wie war das bei dir am Anfang? Wie heute noch, ne? Unter der Bettdecke. Ich habe beste Manieren, ne?
Okay, ich zeige das mal. Ja, du weißt ja, was ich will. Es ist ja, wenn zwei sich ja gut kennen, dann ist das ja prima. Die schlafen gleich nebeneinander, dann schnarcht der Mann aber doch und dann kann man beide Türen schließen und kann sich hier in dieses tolle Hubbett reinlegen. Und das hat eine Besonderheit, es hat keinen Motor. Das kenne ich nämlich vom 78 FX Modell noch damals. Und zeig mal, wie das geht. Ist das schwierig? Ja, müssen wir die Sitze einmal drehen. Das ist übrigens eine sehr schöne Leder-Stoff-Kombi, die übrigens vor 5 Jahren noch unverkäuflich gewesen wäre. Da gab es nämlich nur Alcantara, weißt du noch? Das weiße Alcantara lief. Ja, das war überall der Fall gewesen, ne, mit diesem Alcantara. So, und jetzt hast du nämlich mutig, nämlich eine Stoff-Leder-Kombi. Gibt es auch als Vollleder, aber ich finde die extrem gelungen. Ja, also die aber gerade hier dieser Strukturstoff, das siehst du ja auch bei jedem Couchmöbel. Ne? Also das ist ja auch zu Hause, wird das ja auch genommen. Der Vorteil ist, das Leder, du weißt, wie Leder aussieht nach 5 Jahren, wenn es ordentlich benutzt wird. Das wird total wellig. Und hier hast du ein großes Hubbett. Und das ist übrigens sehr interessant. Es gibt eine Grundregel bei Morelo, die heißt, zuerst bitte öffnen. Ja, deswegen haben sie das hier ja geändert, dann, dass es nachher Mit Magnetverschluss. Immer abgegangen sind dann. Ne? So, aber man kriegt eine Einweisung, da ist das drin. Bettmaße hier, was haben wir, 130? 130, ja, mal 1,90 Meter sind das. Lattenrost drin? Hast hier ein Froli-System drunter, ne? Sehr schön. Ja, fahr's mal hoch. Und vorher hätte man natürlich am besten beide Verdunklungssysteme an der Seite einfach zugemacht. Das Ganze geht auch sehr leicht. Ist Gasdruckfeder unterstützt. Und unser Showpraktikant Stefan faltet mal. Du bist ja schon lange Geschäftsführer, oder? Wie lange bist du schon? Ja, schon 10 Jahre. Ne? Krass, oder? Wie die Zeitraum vergeht. Wahnsinn, gell? Ist der Papa, der ist jetzt im Allgäu, ne? Ja. Papa ist in Rente, ja. Guckt er ab und zu mal Videos von uns? Ja, mittlerweile, ja. Mhm. Okay, cool. Dann liebe Grüße an den Papa, ne? So, dann, das ist die Alderheizung. Das ist übrigens eine Besonderheit. Gasausfall, das ist ganz interessant. Ja. Die haben eine Schutzschaltung mittlerweile mit drin, die 3030er. Deswegen muss man die einmal stromlos machen und das legt man dann hier drauf. Und dann das CBE-Bedienpanel, das übrigens die gleichen Funktionen hat wie das mit dem großen Display. Es kann genau dasselbe, es ist nur, ich habe das jetzt auch drin bei mir und ganz ehrlich, da kommen Leute ran, was, so ein günstiges Display in so einem Auto, da habe ich gedacht, ey, es macht genau das Gleiche, wie das andere macht, ja. Mit dem Unterschied, dass ich die Farben sogar noch einstellen kann, das kann das andere nicht. Und wenn ich sehe, wie viele App-basierte Sachen wir mittlerweile noch zusätzlich einbauen, von Batteriemessstand, das Display, das ist für an- auszumachen hauptsächlich, und ansonsten hat man heute ganz viele Dinge eben noch App überwacht, die man dann separat. Ja, was ganz wichtig ist, sind die Füllstände. Zeig mal. Ja, genau. Also hier kannst du nämlich die Füllstände sehen. Im Moment ist alles leer. Und dann hast du linke Seite, hast du den Frischwasserstand. Genau. So, und oben hast du die Sattanlage. So, und die Sattanlage fährt, glaube ich, über einen eigenen Taster. Der ist oben rein, dann drückst du einmal drauf und dann fährt die vollautomatisiert raus. Mhm. Und hier hast du dann noch eine Solaranlage noch drauf. Genau, wir haben eine Solaranlage und nebendran ist auch noch eine Anzeige vom Batteriecomputer, der uns dann Informationen gibt zum Zustand der Batterie speziell. Und das ist unser Wechselrichter auch noch im Bedienfeld, wo ich auch noch den Strom regulieren kann, den Außenstrom. Und klar, das Fernsehen. da oben, das ist das Ding ja. Warte mal, ich mach's mal an. Ja. So, dann kann man anschalten und jetzt habe ich 230 Volt auf der Steckdose. Die habe ich jetzt, glaube ich, auch gehabt, weil er am Stromnetz hängt. Dann wird er durchgeschaltet. Ja, genau. So, und jetzt macht er alles. Ja, das Coole ist, das Fahrzeug hat eine sogenannte, schon vergessen, ich habe schon so oft gesagt, eine Unterstützung, wenn zu wenig Strom aus dem Stromnetz kommt. Dann puffert diese Batterie und der Wechselrichter die volle Leistung, sodass ich auch föhnen kann. Ich kann eine Klimaanlage betreiben, also all das geht. Wegen der Netzvorrangschaltung meinst du, ne? Nee, ich meinte eigentlich diese Du meinst die Unterstützung durch den Wechselrichter, dass man, wenn von außen schon umschrieben. auf den französischen Campingplätzen, wo du nur mit 4 Ampere abgesichert bist, und dann kannst du dann eben trotzdem die 3 kW nutzen. Die Klimaanlage, denn ganz viele in Frankreich, die denken sich, hey, wir sind schlau, die Leute haben eine Klimaanlage
Und wir machen eine 3-Ampere-Sicherung rein, dann geht die nämlich nicht mehr. Jetzt kannst du aber nachts kannst du die schön aufladen, die Batterie. Und das bisschen, was fehlt, das macht nämlich dann anschließend die Batterie und das wird dann zugefügt und dann geht alles auf einmal wieder. Okay. Sehr cool. So, komm, let's go. Klugscheißer-Modus aus. Ansonsten von den Ausstattungen her, man könnte noch eine Klimaanlage einsetzen. Wir haben gerade über eine Klimaanlage gesprochen. Dachluken sind vorhanden. Klimaanlage können wir jederzeit einbauen auf das Fahrzeug. Das muss man mal kurz erklären. Die Dachluken haben ein Standardmaß. Das ist nämlich genau das Maß, was eine Klimaanlage auch hat. Das ist nämlich genau das 40x40. Und man nimmt einfach eine Dachluke raus. Dann gibt es Kabelkanäle, die liegen innen drin und die muss man nur treffen. Entweder sie liegen drin oder wir müssen die tatsächlich legen durch das Dach, unsichtbar, und müssen dort die 220 Volt Leitung dann verlegen. Also wenn jemand eine Klimaanlage haben will, ich glaube, das ist dann auch Verhandlungssache. Also wenn jemand jetzt Interesse an einem Auto hat, dann wird man sich schon irgendwie einig. Jetzt hast du mir den Preis kaputt gemacht, ja. Oh, Schande. So, super. Also hier ist der Fernseher mit, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Er hat neuerdings, das ist interessant, war das Serie eigentlich im Home? Nur dann den Code, Sven zahlt die Klimaanlage angeben und... Ist das hier ein Apotheker? Ich muss irgendwie ablenken. Ich meine, du hast einen Igel in der Tasche, ne? Ja. Guck mal gerade. Oh, Apotheker? Ein Igel in der Tasche? Was heißt denn das? Ja, dann immer wenn du reingreifst fürs Geld, dann... Oh, das geht nicht, ne? Achso, geht nicht. So, Apotheker. Und ja, Auto ist sofort lieferbar, Ja. also wenn man den haben möchte. Ja, der Wagen, der hat jetzt seine 11.000 Kilometer sind es und der Wagen ist sofort verfügbar. Also Hubstützanlage mit drin, Sattanlage, Lithiumpaket, also der ist schön ausgestattet. Ich überlege gerade, was fehlt. Gastank können wir nachrüsten, oder? Genau, Gastank wäre nachzurüsten, Klimaanlage wäre nachzurüsten. All das könnt ihr dann verhandeln mit dem Igel. So, geh mal schnell raus, bevor es gleich Ärger gibt. Ja, interessant ist auch die Straßenlage. Das Ding liegt wie ein Brett auf der Straße. Das ist wirklich so, weil er viel tiefer ist. Das siehst du allein schon hier unten an der Stufe. Und das sind gute 30 Zentimeter weniger. Und das Wankverhalten ist natürlich auch mega, oder? Dann hat er auch die Alus drauf. Die kosten auch ein paar tausend Euro. Ja, und was du eben gesagt hast, wir haben natürlich durch den Doppelboden, wo auch die Tanks drin sind, den Tiefpunkt generell sehr schwer mit den Dingen, die wir dann eben beladen. Also ein kleiner Ferrari wiegt 2 Tonnen weniger wie ein Palace. Ist eigentlich vom Innenraum her, merkst du kaum einen Unterschied. Das musst du schon direkt daneben halten. Von der Länge total handlich, knapp über 8 Meter. Die Breite, was sind wir hier? 2,35? 2,35 Meter, ja. 2,35. Also ich bin beeindruckt. Mach den Vertrag fertig. Mach ich. Tschüss. Nee, ihr sollt den kaufen. Ciao. Achso, wir sind bei Wohnwagen, müssen wir auch sagen, wo. Warte mal hier. Wir sind bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Und das Ganze filmen wir am fetten Donnerstag, den 8. Februar 2024. Tschüss. Ciao.